Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Vera Petri, Musikerin und Instrumentallehrerin und spezialisiert auf Barockmusik. Und hier geht es um 3 mögliche Gründe, warum das Spielen von Trillern auf der Blockflöte bei euch in Sonaten aus dem Hochbarock nicht so gut funktioniert. Grund 1 könnte sein, ihr beginnt mit der falschen Note. Wie ihr vielleicht wisst, beginnt der Triller im Hochbarock in der Regel von der oberen Nebennote aus. Ich habe das in meinem vorigen Video über Triller auch ausführlich erklärt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Ich verlinke das hier oben nochmal. Und natürlich wissen viele von euch das und trotzdem kann es passieren, dass während des Spielens, im Eifer des Gefechts, wenn man auf viele Dinge achten muss, man sich doch vertut und das Unterbewusstsein einem da irgendwie in die Quere kommt, weil es die Hauptnote da stehen sieht und die Nebennote ja gar nicht da steht. Ich zeige euch mal so ein paar Beispiele dafür. Also hier haben wir die erste Stelle, ein Triller auf dem E. Ja, ihr seht, ein E stehen, müsst aber den Triller mit F beginnen. Und davor ist jetzt dummerweise auch schon ein F. Ja, also 2 Fs muss man da spielen. Nächstes Beispiel, ein Triller auf den Cis. Steht jetzt nicht drüber, aber der Triller gehört aufs punktierte Cis. Ja, also könnte passieren, dass man nur ein D spielt und gleich aufs Cis lostrillern möchte. Und dann hätten wir noch ein schönes Beispiel, was oft in die Hose gehen kann, der Triller auf dem Gis. Ja, das fällt ja vielen nicht so leicht. Man sieht dieses Gis und denkt, ich muss jetzt trillern. Ja, aber erstmal muss ein A gespielt werden und davor ist auch schon ein A, also 2 A's. Hier kann es auch total helfen, wenn ihr die Triller erstmal nur als Vorhalte spielt. Also hätten wir für diese Stelle oder hier hätten wir dann es hilft auch noch sehr und klingt auch besser, wenn ihr diese obere Nebennote, mit der ihr den Triller beginnen müsst, betont, indem ihr die mit einem Tü anstoßt. Also nicht mit einem Dü, sondern mit einem Tü, auch im langsamen Satz. Ja? Zum Beispiel hier bei dem Beispiel mit den 2 Bs davor. Also ich mache diesen Vorhalt, der nicht da steht, wie gesagt, das S, das spiele ich mit einem Tü an. Grund 2 könnte sein, ihr denkt zu schnell. Ihr denkt Triller, also ganz viele schnelle Noten. Ja, und das ist gar nicht nötig, so zu denken. Ebenfalls in meinem vorigen Video über Triller, hier ist es nochmal, habe ich euch ja erklärt, dass es schön ist, wenn der Triller so langsam anrollt und dann immer schneller wird. Das heißt, ihr braucht selten wirklich direkt ganz schnell loszutrillern, schon gar nicht im langsamen Satz. Es scheint dann zwar, als ob das sehr schnelle Noten sind, aber im Grunde fangt ihr total langsam an und am Ende kommen dann ein bisschen schnellere Noten. Also nicht überschätzen, wie schnell so ein Triller ist. Und der dritte Grund, warum eure Triller nicht so gut funktionieren, könnte sein, ihr möchtet zu viele Noten spielen. Dabei braucht ein Triller gar nicht viele Noten. Wenn ihr mal hinhört, wie viele Noten das jetzt sind.
dann merkt ihr vielleicht, es reichen 8 Noten vollkommen aus insgesamt. Es reichen oft auch schon 4 Noten, ja? Ja, das waren meine 3 Tipps, wie eure Triller hoffentlich noch besser klappen. Ich fasse die nochmal zusammen. Also erstens, bewusst machen, dass ihr immer mit der oberen Nebennote beginnen müsst und darauf fokussiert die Trillerstellen üben. Zweitens, den Triller nicht zu schnell denken. Da täuscht man sich, der ist gar nicht so schnell, wie man meint. Vor allem langsam beginnen und am Ende erst schnell werden. Und der dritte Tipp, versucht nicht zu viele Noten zu spielen. Weniger ist mehr, klingt besser und haut dann auch im Rhythmus besser hin. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn ihr möchtet, abonniert meinen Kanal, dann würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.